thailändische Insel Phuket. Die Perle der Andamanensee wird sie auch genannt. Jedes Jahr lockt sie Hunderttausende Touristen aus aller Welt an. Durch die zahllosen Strände, die lächelnde Gastfreundschaft ihrer Bewohner und ihre touristische Infrastruktur zählt die Insel heute zu den beliebtesten tropischen Ferienzielen. Manch einer kam, seinen Urlaub hier zu verbringen, kam immer wieder und blieb schließlich für immer. Mit einer Länge von 50 Kilometern und einer Fläche von 543 Quadratkilometern ist Phuket die größte Insel Thailands. Erst Anfang der 80er Jahre wurde die Insel für den Tourismus entdeckt und hat seitdem eine stürmische Entwicklung hinter sich. Von Patong aus starten wir unseren Ausflug zu den beliebtesten Orten der Ostküste. Die Strände von Phuket erkundet man am besten mit einem Motorroller, den man überall für 3 bis 4 Euro am Tag leihen kann. Wer sich das nicht zutraut, ist auf die zahlreichen Tuk-Tuks angewiesen, deren Fahrer sich je nach Entfernung und Tageszeit ihre Dienste gern teuer bezahlen lassen. Nach circa 8 Kilometern erreichen wir Kamala, das auf den ersten Eindruck eher wie eine Ansammlung von Gebäuden an einer Durchfahrtsstraße wirkt. Der Ort wurde 2004 vom Tsunami besonders hart getroffen. Hiervon ist allerdings längst nichts mehr zu sehen. Erst auf den zweiten Blick zeigt Kamala seine Reize. Ein langer Sandstrand, im Süden und Norden von Hügeln begrenzt und fernab vom Trubel Patongs. Nach weiteren 5 Kilometern erreichen wir Surin Beach. Viele halten den Strand von Surin Beach für den schönsten von ganz Phuket. Einer der schönsten ist er auf jeden Fall. Und kein Verkehrslärm stört hier die Idylle.
Nachdem ein österreichischer Hotelier den Strand für eines seiner Restaurants entdeckt hat, bemühen sich zwischenzeitlich auch andere um ein etwas gediegeneres Ambiente. Weiter nördlich als Bang Tao, auch Laguna Beach genannt, dringt kaum ein Tourist vor. Hier befand sich einst eine der vielen Zinnminen, die Grundlage des Wohlstands längst vergangener Zeiten. Bang Tao ist eine lange, offene Bucht und mit einer der längsten Sandstrände Phukets. Hier haben sich überwiegend Luxusresorts angesiedelt, deren Zimmerpreise die anderen Orte oft um ein Vielfaches übersteigen. Von Patong Richtung Süden erreicht man nach wenigen Kilometern die Orte Karon und Kata. Hier hat man sich ganz auf Familien eingestellt. Unzählige kleine Geschäfte bieten alles, vom Maßanzug bis zum Urlaubssouvenir. Handwerkskunst oder Krempel, das sollte jeder für sich entscheiden. Die Strände hier sind in der Nebensaison von Mai bis Oktober nur sehr eingeschränkt zum Baden geeignet. Wegen starker Strömungen sollte man die roten Flaggen auf jeden Fall beachten. Vom Karon Viewpoint aus hat man bei klarer Sicht einen erhabenen Blick auf die Strände von Kata und Karon. Am Nai Han Beach gibt es nur wenige Hotels. Am Südende des Strands befindet sich eine kleine künstliche Lagune, die das Baden auch in der Nebensaison erlaubt.
Das Phrom Thep Cape, eine Landspitze mit Leuchtturm, Elefantenschrein und jeder Menge Souvenirständen, ist der südlichste und bekannteste Aussichtspunkt der Insel. Von hier aus lassen sich die schönsten Sonnenuntergänge bewundern. Doch auch das ist Phuket. Der anhaltende Bauboom ist dabei, die Schönheit der Insel zu zerstören. Das zeigt sich vor allem in Patong, der Touristenhochburg der Insel. Kaum eine Ecke, an der nicht ein neues Hotel, Gasthaus oder eine Shoppingmeile hochgezogen wird. Dabei sind jetzt bereits enorme Überkapazitäten vorhanden. Aber trotz Krise wird immer weiter gebaut. Dies hat teilweise schon absurde Züge. Dieses Wohn- und Geschäftshaus in unmittelbarer Nähe zum Strand wurde vor 2 Jahren fertiggestellt. Vermietet werden konnte es bisher nicht. Trotzdem wurde gleich nebenan mit dem Bau eines ähnlichen Gebäudes begonnen. Jeder will am Geldstrom der Touristen teilhaben. Dies hält die Preise niedrig. Den Touristen und auf der Insel lebenden Ausländern kann dies zwar recht sein, es wird das Erscheinungsbild der Insel aber nachhaltig verändern. Der Glaube an eine immerwährende Steigerung der Touristenzahlen scheint unerschütterlich. Und so plant das Ministerium für Tourismus einen Ausbau des Flughafens, um bis zu 6 Millionen Touristen abfertigen zu können. Zum Vergleich: Mallorca bringt es auf 8,5 Millionen, ist aber 7-mal größer als Phuket. Doch die Infrastruktur kann hier kaum Schritt halten. In den ländlichen Gebieten sind Arbeitsplätze rar und so zieht es auch immer mehr Thailänder auf die Insel. Ein tägliches Verkehrschaos ist die Folge, eine Flut von Pkw, Motorrollern und Baufahrzeugen. Patong Beach, die mehr oder weniger schillernde Touristenmetropole der Insel. Hier fing vor ca. 30 Jahren alles an. Hier wurde aus einem Fischerdorf eine Stadt, deren Grundstückspreise heute die höchsten ganz Thailands sind. Heute ist Patong ungefähr so exotisch wie El Arenal, wenn auch nicht so überlaufen. Wenn sich die Nacht über Patong senkt, füllen sich die Restaurants und Bars der Stadt. Das Zentrum Patongs wird allabendlich zum Eldorado für Nachtschwärmer und Partygänger.